Hallo, ich bin der Luigi von Neue Verkaste und ich habe 2000 Fußball zu Gast bei mir. Ja, und ich glaube, zu Gast ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Promi auf der Welt, der hier noch nie zu Gast war, Alter. Du hast eine sehr beeindruckende Bilderwand hier. Wir müssen aber natürlich über die Eintracht sprechen. Marvin und ich werden heute mal ein kleines Dinner nehmen und in Ruhe über die Entwicklung dieser Saison sprechen, was da jetzt bevorsteht, was im Winter eventuell passieren muss. Ihr lasst schon mal Likes da, Kommentare, dies, das und Ananas. Und ich hau mir jetzt erstmal ein Cappuccino rein. Grazie. Win, win. Thank you. Fußball 2000, wir sind wieder da und heute ist ein bisschen Länderspielpause. Und lieber Basti, da will ich mit dir ein bisschen darüber sprechen, was sich denn bei der Eintracht gerade so ein bisschen tun muss. Denn natürlich könnte man sagen, die Eintracht nach den letzten Wochen ein wenig ruhigeres Fahrwasser. Wir haben es geschafft, gegen Mainz zu gewinnen. Ja, mehr oder weniger gut. Ihr habt es ja in der letzten Woche, wurde es ja schon besprochen, unter anderem von dem Senior Reich. Aber ich muss trotzdem sagen, die spielerische Situation, die ist bei der Eintracht trotzdem ein bisschen schwierig. Aber ich will dich erst mal fragen, nachdem wir jetzt schon ein bisschen Ruhe reinbekommen haben, Neapel war ja auch ein super tolles Spiel, hast du das Gefühl, das reicht so? Können wir uns damit in die Winterpause mogeln mit dieser spielerischen Leistung? Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das quasi situativ ist, der Situation entsprechend, dass wir so viele Gegentore gefressen haben und dass dann irgendjemand gesagt hat, okay, wir müssen hier ein Stoppschild setzen, müssen dann eventuell auch unpopuläre Maßnahmen treffen, wie diese Stabilisierung, du hast es genannt. Das hat gegen Neapel und Mainz gut funktioniert, aber schön war das nicht. Und es ist mit Sicherheit auch keine Weiterentwicklung. Also ich glaube, es gibt immer zwei Arten von Entwicklung. Einmal eine, wo du sagst, okay, das läuft nach Plan, es baut aufeinander auf, das dauert vielleicht an gewissen Stellen sogar. Ja. Das hier, was da passiert, das ist eher ein Schritt zurück. Ja. Aus einer Not heraus. Also aus einer Gegentorflut heraus hast du gesagt, okay, wir müssen es jetzt erstmal stabilisieren. Doan hat Rechtsverteidiger gespielt, man hat ihm ein bisschen seine offensiven Stärke beraubt, weil wir den Laden stabil kriegen wollten. Und da muss man sagen, das hat funktioniert. Aber das klingt erstmal wie so eine situative Geschichte, wo man sagt, für den Moment war das gut. Ich hoffe nicht, dass das eine langfristige Sache ist. Du sagst, es ist auf jeden Fall so, dass die Defensive stabilisiert wurde. Du merkst, Theat kommt wieder zu seiner Form zurück. Und Koch war ja, glaube ich, Man of the Match gegen Neapel. Man hat schon gesehen, welche Qualität er auch einfach wieder mitbringt, auf den Platz zurückbringt. Christensen, ich glaube, die Tatsache, dass er wieder fit ist, hat der Mannschaft wirklich einen Schub gegeben. Und wir müssen auch über Zetterer sprechen, auch ein Spieler, der ganzen Mannschaft, glaube ich, auch schon ein bisschen Sicherheit gibt. Zetterer hat ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Also hat wirklich die Dinger rausgeholt. Ich finde, Zetterer hat auch wieder erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Zetterer. Es strahlt Sicherheit aus. Ja, ich glaube, es ist schon ein Faktor. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, Basti, wie siehst du das? Jetzt haben wir vom Herrn Krösche gehört, dass er ihn schon im Raube der Nationalmannschaft sieht. Ist das vielleicht ein wenig übertrieben? Boah, ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass in der Nationalmannschaft so Bombentorhüter sind, dass ich da Zetterer nicht auch sehen könnte. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er auch einer von diesen 4 Torhütern wäre. Ich glaube, Deutschland hat auch jetzt aktuell wirklich nicht die beste Torhütergeneration, muss man sagen. Also wenn man überlegt, was für Titan wir hatten mal früher. Und jetzt hast du praktisch den Beamten Oliver Baumann da drin, der bei der TSG Hoffenheim seine Karriere weggeworfen hat. Wegverwaltet hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So. Es mag ein geiler Typ sein, aber ist überhaupt nicht greifbar. Deswegen, wenn Zetti dann irgendwann nominiert wäre, würde es mich jetzt nicht überraschen. Aber es ist für mich auch die völlig falsche Diskussion. Ja. So, weil was ist das für eine Diskussion? Es ging jetzt erstmal darum, diese Tor. Siehst du eine Ablenkung? Also mir kommt es ein bisschen Vielleicht hat man keinen Bock mehr darüber zu sprechen, dass man halt auch ähnlich, analog dieser Viererketten-, Fünferketten-Geschichte hast du ja auch einen Schritt zurück erstmal gemacht bei der Torhüterfrage. Auf jeden Fall. Also du hattest ja quasi am Anfang der Saison vor Viererkette und Santos und hast ziemlich schnell Angst bekommen und hast beides korrigiert. Mhm. Und jetzt aber so zu tun, als wäre das mit Zetterer eine logische Geschichte gewesen und der kommt ja auch in die Nationalmannschaft, finde ich gut, dass man den Spieler stärkt, aber das ist mit Sicherheit nicht die Diskussion to go. So, das ist, wie du es gerade sagst, im Endeffekt die Diskussion, die es gab, war Santos, Zetterer. Viererkette, Fünferkette und nicht, ob Zetti jetzt in die Nationalmannschaft muss. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl... Der ist ja auch schon 30. Der ist 30. Ich meine, soll man einen jungen Torhüter da installieren, an dem man sich die nächsten 10 Jahre festhalten kann? Das war ja so ein bisschen der Plan. Das war ja auch so die Hoffnung, die man mit Santos hatte. Ne? Und es gab ja auch Torhüter davor, wo du gedacht hast, der Ramay, könnte der mal da reinwechseln oder kann er halt nicht da reinwechseln. Das hat dann nicht geklappt. Aber ich glaube, dass jetzt diese Diskussion über Zetterer wirklich damit zusammenhängt, dass du sagst, du willst deine eigene Entscheidung, die dir schwer gefallen ist, ein bisschen legitimieren und versuchst ihn dann
im Rahmen der Nationalmannschaft festzuzurren. Du hast natürlich auf der einen Seite auf jeden Fall recht. Es gibt nicht die Baba-Nationalspieler im Tor. Adobolo wird für mich auf jeden Fall der Kommende, wenn man ihm die Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist ein super Typ. Alles andere, du hast Baumann angesprochen, du hast auch andere Leute angesprochen, die da immer rumwuseln. Das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Da könnte etc. auf jeden Fall reinkommen. Aber trotzdem ist es ein bisschen wahrscheinlich tatsächlich eine Scheindiskussion. Aber es ist trotzdem so, Zettere gibt der Defensive gerade schon Stabilität bei der Eintracht. Es ist schon so. Und du merkst schon, dass alles ein wenig beruhigter ist. Und diese Beruhigung trägt natürlich dazu bei, dass wir zumindest in den letzten Spielen defensiv wesentlich besser standen und es kaum noch weirde Aktionen gab, wo du gesagt hast, okay, was war denn jetzt hier los und wie viele Gegentore fangen wir eigentlich? Tatsächlich das richtige Stichwort. Ähnlich wie unsere Folge heute ist alles ein bisschen ruhiger da hinten gewesen und da hat Zettere dazu beigetragen. Aber es ist ja trotzdem nochmal, auch bei der Torhüter-Frage, nicht der ursprüngliche Plan gewesen. Nee. Mit Sicherheit ist auch eine Stärke zu sagen, ja, habe ich mir anders vorgestellt, klappt nicht. Ich greife jetzt hier sofort ein, bevor es irgendwie sich länger ein bisschen irgendwie reinzieht und immer mehr Verunsicherungen verursacht. Trotzdem muss man festhalten, das waren beides nicht geplante Sachen. Und das sind beides Sachen, wo ich sagen würde, okay, ich glaube trotzdem, weiterhin ist der Plan Viererkette und weiterhin ist der Plan Santos. Und das ist im Moment eher nur ausgesetzt. Du hast jetzt quasi der Gegenwart geschuldet gesagt, ja, wir können auch nicht nur Zukunft planen, sondern wir müssen auch in der Gegenwart erfolgreich sein. Ja. Und dafür hat es funktioniert. Das muss man auch sagen, das hat funktioniert, was Topmöller sich da gedacht hat. Du hast irgendwie gegen Mainz gewonnen mit dem katastrophalsten Fußballspiel in der letzten 20 Jahre. Da will ich gleich noch mit dir sprechen. Ja. Und du hast hinten in der Abwehr, wie du es gesagt hast, auch vielleicht durch den zusätzlichen Mann und durch den erfahrenen Torwart, das ist ja nun mal quasi des Alters der erfahrene Mann, hast du Ruhe reinbekommen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, dadurch entspannt zu Hause auf die Couch falle und sage, Gott sei Dank, das haben wir so hingekriegt, sondern das ist eher so, ja klar, kann man mal so machen, gerade für die Situation gut, aber das ist nicht das, wo ich sage, pam, 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 ich gehe heute Abend ins Stadion, sondern das ist so eine hoffentlich eine Phase, über die wir, wenn wir mal über die ganze Saison irgendwann reden, sagen, die Phase war nötig, die Phase war richtig, aber das war nur eine Phase. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass das so eine Phase ist. Das ist richtig. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Schreibt ihr mal ruhige Kommentare. Ruhige Kommentare. Ganz ruhig es gibt das Yoga-Emoji, nehmt das mal mit rein, auf jeden Fall. Und es gibt die Frage, die ich euch stellen will. Und zwar, seht ihr das auch so, wie Krösche, dass etc. tatsächlich jemand wäre für die Nationalmannschaft? Ich bin mal gespannt auf eure Äußerungen da. Aber du hast eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Du hoffst im Endeffekt auf eine Transitionsphase bei der Eintracht, die gerade stattfindet, dass wir irgendwann wieder besseren Fußball spielen. Weil man muss ja ganz klar festhalten, der Fußball, der gerade gespielt hat, das war gegen Heidenheim schon, ehrlich gesagt, kaum zu ertragen. Also ehrlich, ich weiß, man könnte sagen, oh, ihr Eintracht-Fans, ihr seid ein bisschen gepampert, ihr habt zu lange guten Fußball gesehen, aber das, was ich da gesehen habe, war schon grenzwertig. Und ehrlich gesagt, gegen Mainz, ja, 3 Punkte, 3 wichtige Punkte, Einzelaktion Doan, ich feier dich, mein lieber Litz, aber trotzdem war es nicht unproblematisch, weil du hast eine Eintracht gesehen, die sich viel zu wenig Chancen erarbeitet hat und die überhaupt nicht wieder zu erkennen ist von dem Offensivspiel, das was wir beispielsweise Teile des letzten Jahres haben. Das ist für mich ein bisschen Rumpeldino ist zurück. Ja, ich finde auch alarmierend die Aussagen von Johnny Burkhardt nach dem Mainz-Spiel, als er quasi uns mitgenommen hat in sein Innenleben während dem Spiel und sagte, ey, ich habe mich teilweise während dem Spiel gefragt, wie sollen wir hier heute ein Tor schießen? Das ist krass. Und das ist auch zu sehen gewesen auf der Tribüne. Das hast du der Mannschaft angemerkt, dass sie genau das hatte. Und das ist halt auch ein Preis, den du zahlst, wenn du halt wirklich erstmal alles stabilisieren willst. Dann geht viel von dieser Power, von dieser Aura, von diesem Pam, Pam, Pam geht verloren. Und das hat ja dann, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, genau solche Dinge zur Folge, wie dass Johnny Burkhardt auf dem Platz steht und denkt, oh, wie sollen wir denn hier heute ein Tor schießen? Die Antwort wäre ja eigentlich, yo Bruder, du bist derjenige, der das Tor schießt. Weil deine anderen Kollegen drumherum A, mehr sind und B, auch Bock haben, offensiv irgendwas zu gestalten. Und das ist ja qua der Aufstellung so ein bisschen rausgenommen worden, auch qua der Spielweise, zu sagen, ja, wir haben jetzt zu viele Tore gefressen, wir müssen Stabilität reinbringen. Und ich meine, wer gewinnt, hat recht. Aber ich glaube trotzdem, langfristig würde das der Eintracht mehr schaden, wenn du das jetzt beibehältst, weil du sagst, sicher ist sicher. So, ja, sicher ist sicher, aber wir sind hier trotzdem immer noch in der Traumfabrik Fußball, wo du auch einfach so, klar, sicher ist sicher, aber ich will auch mal, ey, gib ihm. Haben. Und da gilt es jetzt wieder hinzukommen, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Nee. In dem Sinne, dass man sagt, ja, ist doch gut, wenn wir gewinnen. Nee, weil das hatten wir schon mal. Wir hatten die Diskussion, wir erinnern dich an die Aussagen von Hellmann damals. Ja. Du musst hier so ein Stadion auch mal anzünden. Du musst, und dabei bleibe ich, das ist absolut nötig, weil es dir auch einen Flow bringen kann. Aber Basti, die Sache ist ja auch die, dass das jetzt einmal geklappt hat, das ist ja schön.
Aber trotzdem hast du viel zu wenig Pässe in die Tiefe gesehen, die dazu führen könnten, dass ein Tor passiert. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, ja, das Tor wurde gemacht, Einzelsituation, Doan hat es gelöst, aber es war ja im Endeffekt viel zu wenig. In Heidenheim hast du es eben nicht gemacht. Ja, genau. Das kommt ja dazu. Ja. Du kannst jetzt nur weil Doan dieses kranke Tor macht. Richtig. Aber kannst du das ja nicht sagen. Das ist doch super. Das ist ja genau der Punkt. Wir würden doch anders darüber reden, hätten wir uns 30 Chancen erspielt und sie hätten alle nicht zu Toren geführt. Das Problem ist, dass kaum Chancen erspielt wurden. Rechnen wir ganz kurz mal, machen wir Gedankenexperiment. Rechnen wir mal das Doan-Tor aus diesem Spiel raus. Ja, dann hast du... Dann reden wir hier über das schlechteste Spiel der ganzen Saison. Wirklich. Wir reden darüber, dass du gegen den Tabellen 17 und den Tabellen 18. 2 Punkte holst. Ja. Und dann ein bisschen den Anschluss auch an diese europäischen Plätze verlierst. Ja. Digga, das ist ein anderes Leben. Und da muss man halt auch aufpassen. Genauso wie man in die andere Richtung nie den Fehler machen darf, wie du sagst. Wenn du jetzt mal ein Spiel 2-1 verlierst, du hast 30 Chancen, dann kann man auch nicht sagen, Trainer raus. Nein, da sind wir auch, glaube ich, immer die Ersten, die probieren ein bisschen zu beruhigen. Ja. Sagen, Leute, solange die Chancen da sind, solange du Entwicklungen siehst, ist alles in Ordnung. Genauso darfst du aber auch nicht andersrum den Fehler machen, zu sagen, ja gut, ich habe doch 1-0 gegen Mainz gewonnen. Bruder, das sah aus wie eine Mannschaft, die 11 verletzte Spieler hat, die erstmal sich aus dem Abstiegskampf befreien muss. Das sah aus wie ein Abstiegsduell von der Spielweise. Und das darf halt nicht normal werden. Insbesondere nicht mit den Ansprüchen und insbesondere trotzdem nicht mit der Mannschaft, die immer noch auf dem Platz ist. Du sprichst trotzdem Verletzungen an und das ist natürlich ein Punkt. Es ist natürlich ein Punkt, dass die Eintracht gerade mit Emre Can, sage ich schon, kommt noch, ist jetzt auch schon wieder zu spät, mit Can Uzun beispielsweise einen Spieler nicht mehr hat, der leider verletzt ist. Hugo Larsson, da wissen wir auch nicht, wo geht die Reise hin. Es ist undisclosed, wir wissen nicht genau, wie lange er verletzt ist. Du siehst, Oskar Jøjlund ist auch ein Spieler, von dem wir nicht wissen, wann der überhaupt wieder zurückkommen kann. Und dann sind mehrere Spieler im defensiven bis zentralen Mittelfeld, teilweise auch im offensiven Mittelfeld. Du hast ehrlich gesagt Mario Götze, der, wenn er spielt, seine grandiosen Momente hat, der aber nicht mehr über diese 90 Minuten gehen kann, das auch nicht mehr macht. Der hat die letzten Spiele, wenn wir gucken, kaum mal über 25 Minuten gespielt, also das heißt als Einwechselspieler oftmals auch reingekommen ist. Du siehst, wir haben kreative Spieler, die sind aber aktuell nicht immer verfügbar. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt kommt jemand rein wie Mo Dahoud, bei dem ich sage, alle Ehren wert. Ich freue mich, dass er wieder da ist, weil ich ihn als sehr sympathischen Spieler erachte. Aber kann der uns jetzt die Probleme lösen? Nee, ich finde eher, dass die Dahoud-Hereinnahme ein bisschen die Probleme zeigt. Ja. Dass das quasi jetzt der Faktor ist und dass wir auch dann irgendwie darüber sprechen, ja, er hatte eine harte Phase und hat sich jetzt wieder reingekämpft. Das kann man so formulieren, ist auch wieder eine positive Formulierung. Ich glaube eher, dass das so ist, mit dem haben wir überhaupt nicht mehr geplant. Der hätte im Sommer locker gehen können. Der ist jetzt halt noch da und aus der Not heraus versuchen wir ihn mal reinzubasteln, weil wie du sagst, wir haben A, Verletzte oder B, auch Formkrisen von anderen Spielern. Und was man, glaube ich, festhalten muss, außer Chaby, Props an Chaby. Definitiv. Einer der Top-Vorlagengeber der Liga, hätte ihm, glaube ich, auf der Position auch so keiner zugetraut. Aber wie gesagt, ist für ihn eine neue Position. Er macht es dementsprechend gut, ist aber mit Sicherheit nicht derjenige, der dort den Hut auf hat, beziehungsweise der Leader ist. Und wenn ich dann überlege, wer könnte es sein, hat man eigentlich sich erhofft, dass Larsson in diese Rolle reinwächst, dass er als junger Spieler reinwächst. Er wächst eher wieder ein bisschen raus, jetzt die Verletzungsproblematik. Davor auch schon nicht gut gewesen. Formproblematik, was vielleicht auch in dem Alter ganz normal ist und dann vielleicht ein bisschen zu viel Verantwortung ist. Skiri kommt irgendwie in Frankfurt, muss man auch mal festhalten, nie wirklich komplett an. Nein. Dass du das Gefühl hast, okay, Skiri ist unser Ankerpunkt. Ja. Skiri und spielt, Skiri und der spielt. Sondern es ist auch immer, kann Skiri spielen? Ist er fit? Wenn er fit ist er komplett im Fokus? Wie zeigt sich das im Mittelfeld? Ich glaube, das einzig Stabile, was wir im Mittelfeld in den letzten Jahren hatten, waren Skiri Larsson über eine gewisse Phase, Definitiv. wo beide verletzungsfrei erfahren und gut in Form waren. Das war gut. Und Larsson dann der Breakout-Spieler war. Und Larsson quasi auch dann derjenige ist, der so ein bisschen mehr den Takt in das Spiel reingegeben hat und Skiri die Laufwege gegangen ist. Man muss festhalten, dass das, was im zentralen Mittelfeld in dieser Saison passiert ist, mit das Ärgerlichste ist, weil du es nicht geschafft hast, da in irgendeiner Art und Weise Ruhe reinzubringen. Über die Gründe können wir sprechen. Ich will also keine Schuld hier verteilen, sondern ich will einfach nur festhalten, dass Dahoud jetzt jemand ist, den du hier für die Überlegungen ins Spiel bringst und der ja auch gespielt hat. Das ist so ein kleines Alarmsignal, weil ich finde, Dahoud und Chaby jetzt zum Beispiel auf der Doppel-6 ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, damit greifst du die absoluten europäischen Plätze an, sondern... Finde ich fast sogar gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Also, weil ich finde, das ein schwieriges Signal ist. Weil natürlich, Chaby, den hast du jetzt in dieser Saison auf diese Position hingelernt. Der macht auch super. Und der also macht für mich super. ist der auch über aktuell gesetzt. Aktuell gesetzt. Der beste zentrale Mittelfeldspieler. Auf jeden Fall. Aber dass er das so leicht erreichen konnte, spricht auch Bänder. zeigt auch, dass da überhaupt kein Platzhirsch war. Ja, auf jeden Fall. Also da war überhaupt keiner, beziehungsweise waren es Skiri und Larsson waren es vielleicht, aber der eine hat vielleicht jetzt mit
mentalen und körperlichen Problemen zu kämpfen, der andere auch immer mal wieder. Also es ist nicht so, dass du da das Gefühl hast, okay, das steht alles. Und ich glaube, dass man das jetzt auch so deutlich merkt, weil der Rest halt dann auch nicht funktioniert hat. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil ich glaube, hättest du diese spektakuläre offensive Dreierreihe, die du bilden kannst mit den 5 Spielern, die du zur Verfügung hast, plus Johnny Burkhardt, der gut angekommen ist, plus eine stabile Viererkette, plus ein stabiler Torhüter. Ich glaube, dass diese 2 zentralen Mittelfeldspieler dann drumherum mitziehen können. Das ist ja tatsächlich auch so gewesen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass wir regelmäßig auch die langen Läufe von einem Nene Brown beispielsweise hatten, der teilweise dann das Mittelfeld auch so ein bisschen überlaufen ist, um dann vorne in den Schaltzentralen der richtige Mann am richtigen Ort zu sein und dann die Pässe auch weiter zu verteilen, die dann zu Tor oder die Flanken, die dann zu Toren führen. Jetzt hast du halt viele Situationen gerade nicht. Es ist ja auch die Realität gewesen, dass auch ein Doan, bevor er das Tor gemacht hat, auch in einer kleinen Situation war, nicht mehr so top am Start war. Ja? Aber da muss ich eingreifen. Das lag ausschließlich an der Position, an den der Trainer ihn gestellt hat. Und das war auch was mich echt wütend gemacht hat. Völlig. So dieses zu denken, ey, der spielt hier Außenverteidiger in Heidenheim. Ja. Weil das ist so ein bisschen, das klar, Stabilität, ja. Aber du kannst nicht auf Kosten der Stabilität deine komplette Aura verlieren. Wir sind hier trotzdem immer noch in Frankfurt. Das ist richtig. Und ich will, dass man das auch wieder merkt. Ja. Zu sagen, was für Heidenheim. Ja. Nur Doppelbelastung, Moppelbelastung, was? Wir fahren dahin und gewinnen dieses scheiß Spiel und kacken uns nicht in die Hose und spielen auch mit einer Fünferkette in gewissen Sequenzen gegen Mainz. Die sind 17. Die kommen hierher. Da will ich in Eintracht ziehen, die sagen, ja, wir sind müde, das laufen wir uns in den ersten 30 Minuten raus. Und dann sagen, ja, was wollt ihr? Es war unnötig devot, das muss man schon sagen. Das ist sehr gute Beschreibung. So. Und das ist halt auch genau. Ich meine, man erklärt es im Nachhinein. Und nochmal, wer gewinnt hat recht. Aber man kann es als Fan trotzdem bewerten in dem Sinne. Ich habe teilweise mit Lossi da gesessen. So. Und habe Doan ganz rechts da hinten stehen sehen und ich fasse es nicht. Ja, das ist ein guter Punkt. So, dass der da spielt. So. Und dass der weiß ich nicht. Ich hätte mir da einen Mittelweg gewünscht, zu sagen, klar musst du dein Spiel stabilisieren. Aber heißt das, dass du direkt auf Fünferkette umstellen musst und Doan als Außenverteidiger stellen musst? Heißt es das? Oder gibt es da nicht vielleicht noch eine Grauzone dazwischen auf dem Weg dahin und müssen es nicht die beiden Extreme sein? Zeigt es da nicht, wie wenig resistent man ist in der Verteidigung des eigenen Ansatzes? Es ist da nicht so also wenn ein bisschen Gegenwind kommt, okay, dann machen wir es wohl anders. Weißt du, was ich meine? Also wie so einem Argument. Ich habe es mich nicht getraut zu sagen, Marvin. Wie so ein Meinungsaustausch und der eine, ja gut, okay, dann... nee, doch nicht. Dann lass es halt. Ja, dann geht er wieder. So wirkt das ein wenig. Und ich stell mir schon die Frage, gegen Heidenheim muss ich dann nicht einfach sagen, ich bin halt trotzdem Eintracht Frankfurt und wir ziehen hier unseren Stiefel durch und das muss jetzt schon auch mal klappen. Ich sehe es ähnlich, Marvin. Ich habe es mich nicht getraut anzusprechen, weil man halt auch immer wieder selber einen Schritt zurückgehen muss in der Bewertung von Dingen, wo man selber nicht im Game ist. Wir sind nicht beim Training. Wir haben mit Sicherheit nicht das taktische Verständnis wie Leute, die das professionell auf jeden Fall für sehr, sehr viel Geld machen. Deswegen habe ich mich bei solchen Elementarbewertungen, tue ich mich oft schwer an gewissen Stellen, weil man es auch nicht weiß, vielleicht ist dann auch Doan wirklich müde gewesen. Weißt du, es gibt ja so Dinge, wo man bewertet man und hat gar nicht alle Variablen, um die Situation vollends zu bewerten. Aber hier gebe ich dir recht, dass das zumindest den Eindruck diese Saison macht. Du bist in der Santos-Frage sehr schnell umgefallen. Völlig. Und du hast das Gefühl gehabt, okay, das habt ihr nicht erwartet, dass das passiert. Das hätte die, also man geht ja davon aus, wenn ich diese Santos-Nummer mache, kalkuliere ich das, was da passiert, mit ein. Ja. Und halte den Sturm aus, so wie Freiburg das bei Artur Bodo geschafft hat. So, das ist ja, ich gehe davon aus, dass wir fallen um, sagen, okay, Stabilität. Viererkette. Wir haben es letztes Jahr endlich geschafft, eine stabile Viererkette zu haben. Was haben wir uns gefreut? Ja. Nachdem alle, Kovac, Hütter, wie sie alle heißen, daran gescheitert sind und die ja noch viel schneller eingebrochen sind. Überleg mal, wir hatten ja Adi Hütter, der hat einmal Supercup gespielt. Ja, das klappt wohl. Oh, nee, doch nicht. Nico Kovac auch immer, nee, doch nicht. Ja. So, dann hatten wir wirklich ein Prunkstück. Das war ein Prunkstück, diese Viererkette. Ja. Das war wirklich geil. Wie Nene Brown, Christensen, Theatkopf. Wow. Wie sie auch alle gewachsen sind alle zu besseren Spielern geworden. Und wir hatten bei jedem Einzelnen Angst, dass sie im Sommer wechseln. Definitiv. Dann sind die nicht gegangen und du hast gedacht, geil. Eine Konstante, die ich in meinem Kopf habe, was so Transfers betrifft, und wir sind ja da gebrannte Kinder als Frankfurter, weil viel Veränderung immer, du verschenkst dein Herz, dann geht wieder einer und dann neu und dies und das. Und Umbruch hören wir ja auch quasi jede Woche neu. So Übergang zu was eigentlich? So, du stellst die Frage, wo ist der Endübergang? Ständige Übergang. Also du lebst ja in einem ständigen Übergang so. Dann hast du mal diese Viererkette. Dann frisst du halt gegen Atletico, Liverpool und Bayern mal viele Tore und kriegst direkt Schiss, dass du dann halt auch wie ein Paranoider gegen Mainz und Heidenheim so spielst. Ja. Und das ist was, wo ich denke, ja, da gebe ich dir recht, das finde ich blöd.
Weil es halt auch ein bisschen schmälert, wie geil du eigentlich selber bist. Naja, und welche Offensivqualitäten du ja doch am Anfang der Saison durchaus gezeigt hast. Ne? Also, Die du auch hast, die sitzt ja da. Ja, genau, zum großen Teil. Du spielst plötzlich, ganz ehrlich, sorry, du spielst plötzlich Johnny Burkhardt, Mittelstürmer, muss auch durchziehen, weil nicht viele Alternativen da sind, macht er gut. Und du hattest danach, haben wir hier gesessen immer, haben gesagt, boah geil, bei der offensiven Dreierreihe weiß ich gar nicht, welche Zutat ich überhaupt haben will, weil die sind alle geil. Ja. Und jetzt stellst du von denen nur noch eine dazu. So, das ist ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dadurch, dass du halt so einen Wechsel gemacht hast, dass du dir alle in eine neue Krise reingearbeitet hast. So, weil, ne, also, es war ja ein Verbund, es war ein Offensivverbund, der uns ja viel Freude gebracht hat, viele Tore. Natürlich gab es auch Gegentore, aber aktuell ist es halt dann der Fall, okay, jetzt ist der Offensivmotor ein wenig erlahmt. Ne? Jetzt funktioniert die Abwehr sehr, sehr gut. Das Mittelfeld, darüber haben wir auch gesprochen. Und momentan funktioniert der Übergang in die Sturmsituation halt nicht so, dass du sagst, du erarbeitest dir großartig viele Chancen. Natürlich, Can Uzun fehlt verletzt, das nervt, das ist auch krass. Aber trotzdem, Basti, wir müssen ja sagen, du hast trotzdem noch einen Baroja, du hast trotzdem noch einen Knauf, du hast trotzdem einen Doan, der unfassbar wertvoll und wichtig ist, und du hast einen Johnny Burkhardt. So, diese Reihe funktioniert ja, und trotzdem hast du auch noch einen Mario Götze, der im Zweifel dann halt vielleicht sagen muss, vielleicht sind das jetzt die Spiele, in denen ich mal ein bisschen öfter spielen muss. Also ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, wie wir uns dann situativ aufstellen müssen. Aber Basti, trotzdem erkenne ich einen Mangel. Ich erkenne einen Mangel daran, dass die Eintracht in diesem Bereich, den wir jetzt oft skizziert haben, also das ist halt Højlund, wer weiß, was mit ihm ist. Ein Larsson ist gerade in einer Krisensituation. Tahut ist wirklich, ist das dann der Spieler, der uns dann in dieser 6er-8er-Position jetzt die Bäume blumig pflanzt, um es mal so zu sagen. Ich glaube, wir müssen da noch mal nachdenken, dass wir vielleicht im Winter einen Schritt machen, oder wie siehst du das? Ich sehe das genauso wie du. Ich meine, das war ja eigentlich im Sommer schon der Plan. Du hast ja die Gerüchte gehört über einen Stürmer und einen zentralen Mittelfeldspieler, die kommen sollten, eventuell sogar auch einen Innenverteidiger. Also ich glaube, die hättest du ohne diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, sowieso machen wollen, wenn die Möglichkeit sich ergeben hätte. Und dadurch, dass die Situation sich eher ins Negative entwickelt hat, was die personelle Decke betrifft, als ins Positive, gehe ich davon aus, dass man das hoffentlich auf jeden Fall macht. Weil das hättest du im Normalzustand schon vorgehabt. Und jetzt hast du diese Verletzten angesprochen. Dann würde ich tatsächlich sagen, ja, wenn du deine Ziele nicht gefährden willst, und die sind ja scheinbar bei der Eintracht, muss man sich auch dran gewöhnen, für Europa qualifizieren, vorher schon, auch finanzieller Einsatz dementsprechend gemacht, dass du das schon besser wäre, wenn du dich für Europa qualifizierst. Ich glaube, diese Ziele gilt es dann auch zu schützen an gewissen Stellen. Und ich meine, dass du im Sturm was machen musst, ist für mich safe. Im defensiven Mittelfeld auch. Du brauchst irgendwie, wenn du das Glück hast, vielleicht einen zu finden, so ein bisschen so einen Taktgeber, der einfach auch so eine gewisse, ja, der was ausstrahlt im Maschinenraum des Spiels, der so ein bisschen, ja, da so, keine Ahnung, ein bisschen Griffigkeit gibt und so ein bisschen Ausstrahlung. Und eventuell musst du sogar überlegen, ob man es vielleicht nicht geschafft hat, Tuta zu ersetzen. Da muss man mit Amenda gucken, wie er ist jetzt reingekommen. Am Anfang war er abgeschrieben, da war die große Hoffnung, da war er wieder abgeschrieben. Also es ist ja auch so eine Achterbahn der Gefühle bei manchen Spielern, wo du, du hast ja das Gefühl, Amenda war schon 3-mal raus und 3-mal wieder drin, und ich habe keine Ahnung, wie sein aktueller Stand ist. Also das gilt es zu bewerten. Das ist aber auch wieder was, wo ich nicht alle Informationen habe. Deswegen kann ich da nicht irgendwie einzelnen Spielern sagen, nee, der nicht und der nein. Es geht nur darum, es gibt Lücken in diesem Kader, schon wieder. Das ist auch blöd für Topmöller, der hat schon wieder keinen runden Kader da stehen. Und es bleibt weiterhin, ich weiß gar nicht, ob die unberechtigt ist, die Hoffnung, dass das endlich mal geschlossen wird. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, welche Spiele euch einfallen. Ich sag euch mal, eine Personalie, über die ich nachgedacht habe, noch mal ganz kurz zu Aurel Amanda. Das ist ein ganz wichtiger Spieler, den du angesprochen hast. Du sagst komm, lass uns mal hier die Karte gucken. Marvin im Transfermenü. Vielen Dank. Ja, okay. Ich guck mal, was ich noch mal ganz kurz, erstmal das, was wir schon auf dem Tisch haben. Aurel Amanda ist natürlich ein Spieler, bei dem ich schon denke, da ist die Hoffnung noch da. Aber ich merke schon, die Wellenförmigkeit, die irritiert mich auch. Weil dieses Nähe-Distanz-Verhältnis, was er zur Mannschaft hat oder was er zur Startaufstellung hat, das kann man mir auch nicht richtig gut erklären. Viele Spieler aber auch. Also viele Spieler. Ja, wo du nicht weißt, okay, plötzlich ist er komplett plötzlich ist er Startelf, eine Woche später ist er nicht mehr. Ja, es ist wie so eine toxische On-Off-Beziehung. Da muss vielleicht auch mal die Topmöller überlegen, ob er zu einigen eher die Stange halten will oder halt nicht. Aber wir gucken mal rein und weißt du, wen... Oh, warte mal kurz. Oh, aha, das ist aber sehr lecker. Also was ich auf jeden Fall hier sehe, ist ein Spieler, den Namen, den kennt man auf jeden Fall. Vitali Janelt, 27 Jahre alt bei Brentford, war die ganzen Jahre Stammspieler, auch in der Premier League. Ist ja bei den Championship gewesen, dann hoch aufgestiegen. 27 Jahre, defensiver und zentraler Mittelfeldspieler, ist
so ein bisschen auch das, was du schon gesagt hast, hat eine gewisse Robustheit, eine gewisse Kante und der ist im Sommer ablösefrei. Das heißt, er ist im Sommer ablösefrei und wenn wir sagen Sommer ablösefrei, dann wird er im Winter wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Geld kosten. Aktuell spielt er wenig, weil sie schon wissen, der wird veräußert. Da müsste man sehen, ob man ihn im Winter bekommt und wenn man ihn im Winter bekommt, ob man ihn dann dementsprechend fit bekommt. Aber es war über Jahre lang einer der Spieler, von dem man gesagt hat, deutsche Spieler im Ausland, die könnten das nächste Niveau erreichen, weil unter anderem auch in Bochum ist ja bei der Red Bull-Jugend auch ausgelernt und trainiert worden. Also das wäre ein Spieler, bei dem ich schon sagen würde, wenn wir den bekommen, finde ich das grundsätzlich interessant. Hast du irgendwelche Gedanken zu dem? Hast du den mal beobachtet oder soll ich dir noch weitere Infos geben? Weil ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Gib mir gerne Infos, weil ich meine, da macht man sich nichts vor. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass ich 8 Spiele, 90 Minuten Brentford mir anschaue in der Woche, um den Spiel anzugucken. Aber es ist mit Sicherheit ein Spieler, den man kennt. Es ist mit Sicherheit auch ein Profil, was passen würde. Genau. Und es ist mit Sicherheit genau eins, was in diese Lücke reinstoßen könnte, die du angesprochen hast. Weil wichtig ist für mich auch hier wieder das Alter. Das ist nicht der nächste 14-jährige U-Spieler, wo du das Gefühl hast, übertrieben gesagt, wo wir dann irgendwie noch die Entwicklung abwarten müssen, sondern das ist einer, der hat schon viel gesehen, der ist 27, der kann dir auch vielleicht sofort helfen, wenn man den körperlich schnell in so einen Zustand kriegt, weil wir hatten es ja oft, dass man Transfers dann bekommen hat, wo man wusste, okay, das dauert jetzt erstmal. Ja. Und ich würde schon, sagen wir mal, wenn man 3 Transfers im Winter macht, müssen 2 davon nicht irgendwie, das dauert ein bisschen sein, sondern das müssen welche sein, wo du weißt, der kann direkt im ersten Spiel spielen. Und das ist, glaube ich, schon das Ziel. Und ich glaube, das ist bei einem Jan halt auf jeden Fall gegeben. Also natürlich trainiert er die ganze Zeit. Der spielt ja auch, der spielt schon mal, aber halt nicht dauerhaft. Ne? Und Startelf-Einsatz wurde ja in dieser Saison verdrängt. Das ist aber auf jeden Fall ein Spieler, genau das, der so ein bisschen kontrafaktisch, oder nee, kontra zu dem geht, das nicht ganz, aber kontra zu dem geht, was die Eintracht ja in den letzten Jahren immer gemacht hat, junge Spieler aufgebaut, weil er ist mit Sicherheit kein Entwicklungsspieler mehr. Mit 27 bist du das halt nicht. Aber er ist nicht nur Zerstörer, sondern kann auch ein Spielaufbau. Das kriegt er schon hin. Ich glaube, was ein bisschen schwierig sein könnte, unter Druck ist es tatsächlich so, dass er nicht der allersicherste Ballverteiler ist. Dann stelle ich mir die Frage, ist es vielleicht jemand, der vielleicht für eine Zeit lang die Eintracht helfen könnte, aber nicht der nächste Schritt wäre. Ich glaube, der nächste Schritt an Spieler, das ist so eine Zwischenstufe. Weißt du, was ich meine? Wenn du die ganze Zeit eine 2 hast und willst auf die 1, dann kommst du nur auf die 2 plus. Aber ich glaube, wir haben vorhin über Chaby gesprochen, Marvin. Und ich glaube, tatsächlich kann Chaby ja derjenige sein, der das vielleicht ein bisschen ausgleicht. Ja, vielleicht ist es so. Und Janel vielleicht die Dinge ausgleichen kann, die Chaby eben an gewissen Stellen dann vielleicht nicht mitbringt oder wie die Position und Aufgabenverteilung ist. Also, ehrlich gesagt, höre da jetzt raus, übertragen von wegen, das ist nicht der allerbeste Kicker. Aber der ist schon gut. Und nicht unfassbar pressingresistent scheinbar, aber genau, pressingresistent ist das Größte. Würde ich wahrscheinlich in Kauf nehmen, wenn es einer wäre, der einfach, und ich weiß, das ist ein sehr weicher Begriff und das ist auch schwer zu umschreiben, aber der einfach auf dem Platz steht und sagt, was geht ab? Das hat er. Weißt du, und ich glaube, dass bei Chaby zum Beispiel, der Chaby ist für mich eher so der Typ Künstler, feingeistig, der spielt diese wahnsinnigen langen Bälle, wie es in Hoffenheim war, wo du denkst, wo hat der den Ball jetzt ausgepackt, direkt und bla. Aber weiß ich nicht, wenn ich abends Stress hätte, würde ich Chaby nicht anrufen. Sondern der würde nämlich so, keine Ahnung. Ich will jemanden haben, den ich abends anrufen kann, wenn ich Stress habe. Ich glaube, das kriegst du mit. So, dann sage ich, Vitali, komm her, Alter. Und dann sagt er, ja, was ist los, Alter? So, ich meine, das ist jetzt auch immer lustig formuliert und irgendwie so ein bisschen bildlich gesprochen, aber ich glaube, dass man das wirklich braucht. Ich glaube, du brauchst in der Mannschaft einen, wo vielleicht der ein oder andere unsicherere Spieler hingucken kann und der dann sagt, so wie Christensen. Ich meine, man sieht es ja an Christensen. Ja, das ist auch nicht der beste Fußballer. Ist vollkommen egal, weil der schießt dir trotzdem dieses hochpräzise Tor in Freiburg zur Champions League, weil er das will. Ja. So, und wenn das so ein Spieler ist, Christensen fürs Mittelfeld brauchen wir eigentlich. Ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, das wäre ein Spieler, den ich dir sehr gerne hier mit meinem Menü kredenzen würde, weil ich fest davon ausgehe, dass er der Eintracht relativ schnell ein großer Ersatz wäre. Und nicht nur ein Ersatz, sondern er würde die Mannschaft stabilisieren und verstärken. Auch wenn das nicht die 1A-Lösung ist, wäre es trotzdem eine sehr, sehr gute 1B-Lösung. Und was sie dann könnte man darüber nachdenken, die Ziele wirklich zu erreichen. Denn du hast es eben angesprochen, es ist sehr, sehr schwierig für die Eintracht genau dahin zu kommen, wo sie sein will. Denn du musst ja in die Europa League, zumindest. Ne? Conference League bringt dir nichts. Das ist tatsächlich zu wenig. Ich meine, das ist krass, über welche Ansprüche wir mittlerweile sprechen. Ja. Champions League, wenn ich mir die Tabelle angucke, merke ich jetzt schon, in der Bundesliga ist das alles schon ziemlich durch. Das kriegen wir realistisch gesehen nicht hin. Das heißt, das Ziel muss dieser kleine Platz sein in der Europa League. Und das kannst du nur erreichen, wenn du wieder zu einer Stabilität kommst. Aber Basti, um diese Stabilität zu erreichen, brauchst du auch, ehrlich gesagt, mal wieder eine Ergebnisstabilität. Und jetzt geht's halt rund. Und Basti, für mich ist halt die Frage, wir reden über neue Spiele. Und ich glaube, wir müssen sicherlich auch in der Stürmersituation was tun. Ich glaube, du hast schon den einen oder anderen gefunden. Ich gucke hier die ganze Zeit schon nach saftigen Stürmern. Stürmer. Hast du schon einen 200 Gramm
halb durch Stürmer. Nee, aber die Situation muss halt auch geklärt werden. Also ich habe das Gefühl, was man auch so hört, aus den Umfeldern, wie es immer so schön heißt, dass Batshuayi fast schon seine Sachen gepackt hat, was das betrifft. Und bekommt auch wenig Möglichkeiten, was man sagen muss, dass er sagt, okay, er zieht weiter. Ich meine, das kennt er auch. Also ich glaube, für den ist das jetzt kein sondern es ist wie quasi, wenn so ein Arbeiter zur nächsten Baustelle fährt, so mäßig. Ich glaube, das ist so sein Mindset, was so Transfers ist auch nicht schlimm. Rest in Peace an die Katze auch, das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Ja. Aber nee, dann muss man halt sagen, okay, das hat irgendwie nicht funktioniert, ist, glaube ich, dann auch finanziell jetzt kein Totalschaden. Nein. Meine Güte, der hat uns auch unsere Tore gebracht, aus dem Weg teilweise. Der hat schon situativ wichtige Tore gemacht und ist auch, glaube ich, keiner, der die Stimmung in der Mannschaft versaut hat. Aber man muss halt klären, wie ist die Situation mit Wahi? Ja. Vertraut man dem weiter? Will man weiter warten? Und ich kann jeden verstehen, der da auch die Geduld langsam verliert. Ich meine, ich habe ihn immer verteidigt. Ich habe ja auch gesagt, aus der Nummer gehe ich jetzt nicht mehr raus, weil da ist der Cashout zu klein. Dass das noch klappt, wird nicht wahrscheinlicher. Da muss man gucken, wenn man ihn im Winter irgendwie finanziellen Schaden begrenzend verkaufen will, dann wird man das wahrscheinlich machen, glaube ich schon, dass dann Wahi und Batshuayi weg sind. Und dann müsstest du theoretisch 2 neue holen. Also du musst in irgendeiner Art und Weise sagen, okay, wir müssen Dino Topmöller Spieler bringen, die er guten Gewissens auch einwechseln kann, die er guten Gewissens rotieren kann, wenn Champions League nämlich ist. Wir haben es ja gesehen, die Usun-Verletzung war ja auch eine Folge der Belastung auch. Wenn Dino Topmöller das verhindern will. Und das hat er letztes Jahr zum Beispiel gut geschafft. Also letztes Jahr war der erste Eintracht-Trainer, der es geschafft hat, nicht schon in der Hinrunde sein ganzes Geld zu versaufen und dann in der Rückrunde zu denken, was geht eigentlich so. Es war gut geplant so. Ja. Und die Möglichkeit muss man ihm geben, jetzt auch auf dem Transfermarkt. Da ist nicht nur der Trainer gefordert, sondern es ist auch Krösche seine Aufgabe, jetzt zu sagen, okay, wie kriegen wir den Kader für die Rückrunde so breit und stabil, dass wir eben genau die Ziele, die du zu Recht formuliert hast, auch erfüllen können. Und da braucht es 1 bis 2 Stürmer, einen Mittelfeldspieler und man muss überlegen, brauchen wir einen Tuta-Ersatz in irgendeiner Art und Weise, der, und das will ich auch mal hier sagen, glaube ich, unfassbar unterschätzt wird, dieser Abgang, was mit Tuta ist, weil ich glaube, dass die Situation von Santos auch damit zusammenhängt. Dass er seinen Kumpel verloren hat, dass er eventuell Landsmann dementsprechend irgendwie einfach, dass er quasi seinen Papa im Team, in der Teamorganisation verloren hat. Und ich glaube, dass man das völlig unterschätzt hat, zu denken, was macht das überhaupt mit Santos, wenn Tuta weg ist, für eine Situation, die ist eh schon schwer. Du bist Kawa Santos, neuer Torwart, du hast einen Riesendruck hier, du hast Kevin Trapp du bist Nachfolger auf eine Legende. Du hast einen Verein, wo die Ansprüche gewachsen sind. Du hast gesagt, wir können nicht wie Freiburg mal ab und zu mal ausprobieren. Und hier, nee, der Kader ist schon, muss man sagen, finanziell auch so hingerollt und das ganze Umfeld und der ganze Apparat, dass man eventuell schon sagen müsste, es wäre schon besser, die Euroleague zu erreichen. Das bringt ja Dinge mit sich, genau wie, dass du bei Santos eventuell nicht die Geduld beweisen kannst und so weiter. Und ich finde, die Tuta-Geschichte hat dem nicht geholfen. Ja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den machen wir auch. Gleichzeitig ist es bei Santos natürlich auch noch gewesen, dass du halt die Schwierigkeit mit dem Kreuzbandriss hast und hast gedacht, vielleicht bist du auch zu früh zurückgekommen. Könnte auch ein Punkt sein, den man vielleicht nochmal in der kritischen Würdigung im Nachhinein vielleicht mal mitnimmt. Ist jetzt so? Ich meine, ist jetzt so. Wir haben Gott sei Dank etc. da und du hast gesagt, ich bleibe dabei. Ich würde tatsächlich je nach Stürmersituation, ich würde fast 3 bis 4 Spiele holen. Okay, also wir merken, da ist ganz, ganz viel drin. An Spielern potenziell, worüber wir nachdenken müssen. Schreibt immer auch in die Kommentare gerne Vorschläge. Ja, auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich, was du gesagt hast, so Tuta. Und wenn du im Endeffekt überlegst, was ein sinnloser Wechsel, weil da spielt er gerade kaum, hat irgendwie kaum Einsatzmomente von dem, was ich zuletzt gelesen habe bei diesem Verein. Aber das Geld ist natürlich da. Ich glaube, lukrativ war es wahrscheinlich schon für alle Seiten. Aber wir reden natürlich schon ein bisschen über Zukunftsmusik. Die Gegenwart ist natürlich trotzdem das Wichtige. Und die Gegenwart heißt Köln und die Gegenwart heißt Atalanta Bergamo, dann auch zu Hause. Das sind ja tatsächlich die Spiele, nach denen du dann sagen kannst, wie ist es denn jetzt wirklich? Weil Köln, sau unbequemer Gegner und auch so sehr ich diesen Trainer hasse, ich finde ihn richtig unsympathisch, furchtbar unsympathischer Typ, aber der nimmt so viel Druck von dieser Mannschaft weg, dass ich schon sagen muss, ich habe Respekt davor, wie er das gerade regelt. Natürlich, das ist jetzt nicht... Wir sind jetzt nicht auf Platz 3. So, da gibt es gute Momente, schlechte Momente, aber trotzdem, das ist eine sehr gefestigte Mannschaft. Die haben auch ein paar Starspieler, im Aller beispielsweise, wo ich sage, huiuiui. Und dann hast du Atalanta Bergamo. Und trotzdem, beide Spiele, da musst du eigentlich schon irgendwie sehen, dass du da nicht nur einfach punktest. Ja, und da musst du auch wieder in so eine Positivität reinkommen. Da musst du jetzt einfach mal sagen, ich nehme beide Messer in die Hand und wir spazieren los. Weil alle diese Dinge, die wir hier besprochen haben, die können in einer Woche schon wieder vollkommen egal sein, weil du in Köln gewonnen hast und gegen Bergamo dich wirklich noch in eine Situation bringst, dass du 7 Punkte in der Champions League hättest, noch mit dieser völlig wahnsinnigen Auslosung alle Chancen hättest, zu sagen, wir haben noch Chancen nächstes Jahr uns zu qualifizieren. Das heißt, du gehst mit der
Möglichkeit in den Winter, dass es noch klappen kann. Wenn du Köln besiegst, bist du auch tabellarisch wieder drin. Dann hast du Köln auch so ein bisschen ferngehalten von dir, so Überraschungsmannschaftmäßig, die dann plötzlich auch noch mitmischen wollen. Und du hast im Endeffekt auch wieder die Möglichkeit, all das, was wir ein bisschen vermissen gerade, dieses Let's go und jeder hat Bock und jeder ist irgendwie in Spielfreude, dir das einfach wiederzuholen innerhalb von einer Woche. Ja, und das ist eigentlich eine richtig geile Das ist eine gute Chance, weil dann sind die Diskussionen, die wir hier auch aufgemacht haben, auch wieder egal. Sie sind nicht egal. Nein, wenn es funktioniert, wenn du in so einen Flow jetzt reinkommst Ja. und dich in den Winter rettest, dann kannst du das, was wir alles gesagt haben, viel entspannter machen. Richtig. Aber ich sage dir eine Sache. Ich glaube nicht, dass du die andere Seite der Tür sehen willst. Die heißt, verlier gegen Köln, verlier gegen Bergamo Richtig. und verlier gegen Wolfsburg. Nee. Weil dann kommen diese Punkte, die du hast liegen lassen jetzt schon, die fallen dir dann auf den Schoß. Die kriegst du um die Ohren gehauen, weil es fehlen aktuell immer noch diese Ich weiß, und ich habe letztens im Eintracht-Podcast gesagt, ich will darüber nicht mehr sprechen, über die Punkte, die mir fehlen, weil ich gucke jetzt nach vorne, ich bin positiv. Und ja, aber du kannst dir, immer wenn ich sage dir eine Also Sache, du kannst die zwei Köln- von den 5 kannst du den Köln schon zurückholen. Auf jeden Fall. Weil in Köln kannst du sagen, wäre Unentschieden absolut in Ordnung. Wenn Ja. du gewinnst, hast du 2 von diesem Dispo ausgeglichen. Auf jeden Fall. Fertig. Und dann ist immer noch Wolfsburg die Möglichkeit. Die werden wahrscheinlich dann einen neuen Trainer haben. Mal gucken, wer das ist. Ich merke mir die Wolfsburg-Trainer nicht mehr, weil die wechseln auch ständiger als manche Leute ihre Unterhosen. Also insofern ist es dann auch egal. Aber trotzdem sind das potenziell die Spiele, an denen du im Herbst oder im Winter dieser Saison nochmal dich einigermaßen auch emotional freispielen kannst und dann relaxed schauen kannst. Weil die Situation, ich sehe es nicht so. Ich glaube, im Winter bleiben genau die Baustellen und die müssen angegangen werden. Und da kann nicht gesagt werden, oh, jetzt haben wir ja so gut gepunkt, jetzt läuft das. Auf gar keinen Das Fall. wollte ich damit auch nicht sagen. Ja. Also ich wollte damit sagen, dass du dir aber das Leben komplett leichter machen kannst, weil du dich nicht mehr um 1000 zusätzliche Probleme kümmern musst, wie Spielanlage, Flow, Trainer, Kaderplanung, bla bla, sondern dann, wenn du das aus einer Positivität rausmachst und die kannst du dir jetzt erspielen, locker, Ja. dann kannst du es viel einfacher, diese Baustellen zu bearbeiten, wie als wenn das alles in so einer Paniksituation entstehen würde. Stell dir vor, die Eintracht geht als Tabellenelfter in den Winter. Ja. Das ist ja dann eher eine blöde Transferphase, weil die dann hast du Angst, dass die irgendwas Unüberlegtes machen oder das, weiß ich nicht. Ich will, dass man einfach sagt, okay, und das haben wir schon mal geschafft, ganz ehrlich, und das hätte ich im Leben nicht gedacht, als wir in eine Hinrunde gegangen sind mit Mamouche und in Gang kamen. Das stimmt, ja. Und Dino hat es hingekriegt, ich glaube, der hat damals 26 Punkte geholt. Ja. Und da wussten wir, dass die sind auch nicht unter idealen Voraussetzungen zustande gekommen. Ja. Und dann konntest du im Winter eingreifen oder dann irgendwann mal aufgleisen. Und natürlich Mamouche entwickeln. Unfassbar. Konnte Dino schon aufgleisen, was dann im Endeffekt über 1-2 Jahre unglaublich war. Ja. Und das kannst du ja jetzt auch machen. Bau dir diese Basis, dass du im Winter ruhig agieren kannst, um dann zu sagen, Rückrunde, Attacke. Dann letzte Frage. Die 4 vorne, die du gegen Köln stellen würdest. Wer wäre das? In Köln, also ich würde erstmal 4 stellen. Ich glaube, das ist die erste Nachricht ist. Ja. Ich würde erstmal wieder dieses 4-2-3-1 machen. Ja. So, keine Fünferkette, sondern ich will 4 da vorne haben. Du hast gesagt, genau. Vorne Johnny Burkhardt drin. Ja. Ganz normal vorne drin. Doan. Dann will ich für so Knackerspiele Ansgar Knauf. Knauf. Und wer kommt runter? Weil ich muss sagen, ich würde Götze nehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde Götze... Rausnehmen würdest du Götze? Nee, ich würde ihn reinpacken. Ja. Am Ende ja, wen denn sonst? Naja, ich meine, du kannst sagen, du ziehst Chaibi nach vorne und so weiter und so fort. Ja, weil ich finde, der ist hinten besser. Das ist ja genau das dann. Fängt's hier an, dann spielst du, das war ja gegen Mainz auch sowas, wo ich dachte, ey, Chaibi spielt jetzt auf einer anderen Position und Doan auch, ohne dass du es unbedingt musst. Genau. Das ist Mainz. Da muss ich nicht sagen, ja, du spielst jetzt Rechtsverteidiger, du spielst jetzt Zehner, bla bla. So, sondern keep it simple an gewissen Stellen. 4er-Kette, 2 Sechser, 3 da vorne. Und du hast gesagt, Usun ist verletzt, dann ist der logische Spieler, der da spielt. Götze, du kannst bei Knauf eventuell sagen, okay, Bauhoja oder Knauf ist mir fast egal. Ja, das ist ja geil auch. Das ist fast egal. Ist so, dass du das Gefühl hast, nee, kommt alle. So. Und dann will ich einfach, dass die Eintracht sagt, ey, das hat letzte Saison richtig gut funktioniert. Wir sind Eintracht Frankfurt, das ist Köln, du hast es angesprochen. Natürlich hat dieser Trainer gerade einen Hype und ich würde mir bei Dino Topmann auch manchmal gerne ein bisschen dieses Zutrauen, was der scheinbar hat, wünschen. Aber trotzdem halte ich Dino Topmöller für den wesentlich besseren Trainer. Das Einzige, was jetzt mal wieder passieren muss, Dino Topmöller muss das selber wieder auch glauben, selber wieder auch ausstrahlen. Das überträgt sich dann auch auf seine Mannschaft. Die Mannschaft, die wir haben, ist auch besser. Du hast Elmaler angesprochen. Digga, wir haben 4 Elmalers. Ja, das ist es ja. Wir müssen das nur wieder wissen. Richtig. Lieber Mario, es ist Crunch-Time, es ist deine Zeit gegen Köln.
Guten Abo. So, liebe Leute, wir haben viel über die Eintracht gesprochen und wir haben natürlich mitbekommen, gegen Mainz, das war ja kein so schönes Spiel, eher ruckelig. Auch Heidenheim eher so ruckelig. Und liebe Leute, ihr wisst, wie es ist. Manchmal spielt die Eintracht gar keinen guten Fußball. Und da haben wir mal eine Folge zu gemacht, die schrecklichsten Spiele der Frankfurter Eintracht. Schaut ihr euch hier mal an, da haben wir drüber geredet. Wir haben unsere schlimmsten Spiele gerankt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für jeden sehenswert, der mal Bock drauf hat, nicht immer nur die guten Seiten der Eintracht zu sehen. Also, klickt euch hier rein.